Die Werder-Raute als Stimmungsdämpfer. Unter dem Bayerkreuz soll der nächste Euphorieschub erfolgen. Zwischen Pokalfrust und Bundesliga-Lust. Das Feiertagsmagazin heute mit Dan Axel Sagadou. Ja, mein Freund Dan ist mal wieder bei mir. Ich freue mich natürlich, dass er hier ins Studio gekommen ist. Schön, dass du da bist, Dan. Aber ich muss ja zugeben, das Pokal aus gegen Bremen, das hängt mir noch so ein bisschen in den Knochen. Wie sieht es bei dir aus mit ein paar Tagen Abstand? Wie tief sitzt der Frust noch? Bon, c'est un peu difficile parce que voilà, on est sorti de la coupe, on a été éliminé. Donc aujourd'hui, un jour après, on a toujours un travers de la gorge. Mais il faut vite se remettre dedans parce qu'il y a un match demain qui arrive contre Leverkusen. Donc il faut vite passer à autre chose. Ja, letztes Jahr haben wir nach dem Pokal aus gegen Bremen nur eins der nächsten 6 Spiele gewonnen. Was macht dich in diesem Jahr optimistisch, dass ihr erfolgreicher spielen werdet? Ihr müsst ja auch mit der ganzen Enttäuschung umgehen. C'est vrai que l'année dernière aussi, ça s'est passé un peu pareil. On a perdu contre Bremen en coupe aussi. Et après, on a eu du mal à se remettre dedans. Mais cette année, c'est différent. Je pense que voilà, on a d'autres joueurs, on a une nouvelle équipe. Et on va tout faire pour se remettre dedans dès le match de Leverkusen. On va essayer de continuer en championnat et en Champions League aussi, donner les meilleurs résultats et donner le meilleur de nous-mêmes. Leverkusen hört sich irgendwie schöner an als Leverkusen, also wenn dann das sagt. Ja, aber nehmen wir es trotzdem mal als gutes Omen. Letztes Jahr war es so, dass das Spiel gegen Leverkusen war. Und das findet jetzt nun am Wochenende statt. Und mit dabei war Dan Axel Sagadou. Und es ist so, dass Dan Axel uns nicht nur auf dem Platz sehr, sehr große Freude bereitet. Dan Axel Sagadou. Im Hauptberuf Abwehrspieler. Robust, trocken, humorlos. Abseits des Rasens allerdings ein Entertainer mit extrem hohem Spaßfaktor. Chef, s'il vous plaît, monsieur, je peux répondre? Morgen ist Dan wieder sportlich gefordert gegen Leverkusen. Mit guten Erinnerungen, denn gegen die Werkself sorgt der Verteidiger auch gerne selbst mal für beste Unterhaltung. Ja, dann, wenn wir das so sehen, würdest du unterschreiben, dass der Dan auf dem Fußballplatz ein ganz, ganz anderer ist als der private Dan? Ouais, c'est vrai qu'il y a une différence entre le Dan du terrain et le Dan de la vie de tous les jours. Sur le terrain, j'essaie d'être concentré un maximum, voilà, d'apporter ce que je sais faire à l'équipe. Alors que dans la vie de tous les jours, je suis un peu plus cool, je suis relax, j'aime bien rigoler avec mes amis, me retrouver, boire un verre. Et voilà, je pense qu'il y a une différence entre le Dan du terrain et le Dan privé. Also fast immer an deiner Seite, Rafael Guerreiro. Beschreib doch mal deine Beziehung zu Rafa. Ah, Rafa, c'est mon gars. Voilà. Lach direkt. Non, Rafa, voilà, on s'est connecté directement parce qu'il vient de Paris, je viens de Paris. On vient un peu des mêmes coins, des mêmes quartiers. Donc ouais, ça a été plus facile de parler avec lui. On s'est entendu directement et au jour d'aujourd'hui encore, on s'entend bien, on est pratiquement tout le temps ensemble, au centre, voilà. Donc c'est un bon gars et je l'aime bien. Ja, du bist jetzt in der 3. Saison bei Borussia Dortmund, bei unserem geliebten Verein und bist trotz alledem immer noch ein sehr junger Spieler. Was würdest du sagen, welche Fortschritte hast du in den 3 Jahren gemacht? C'est vrai, je suis arrivé à 3 ans. J'ai que 20 ans, donc voilà, j'ai encore du temps, mais je pense que j'ai progressé depuis ma première année. Je pense que j'ai pu montrer à tout le monde que je pouvais jouer dans un championnat très relevé qu'est la Bundesliga. Et ce n'était pas forcément le cas ma première année, mais aujourd'hui, je pense que je peux prétendre à jouer n'importe quel match. Donc voilà, je suis content et j'espère que je vais progresser encore pour apporter encore au Borussia Dortmund. Ja, und da frage ich direkt mal nach, wo hast du denn noch das größte Entwicklungspotenzial? Je pense que je peux m'améliorer encore sur la qualité technique. Parce que voilà, la technique. Ouais, la technique. Das verstehe il y a quelques matchs où voilà, je peux rater certaines passes faciles. Donc c'est aussi la technique, la concentration. Mais voilà, je pense que j'ai encore une marge de progression, j'ai que 20 ans. Et je suis content de ce que je fais aujourd'hui et j'espère que je vais pouvoir faire plus. Lass uns jetzt etwas sportlicher werden und über Bayer Leverkusen, unseren nächsten Gegner, sprechen. Da hofft natürlich einer, sein Bundesliga-Debüt
für den BVB geben zu können. Emre Can, er ist jetzt bei uns und wir haben uns natürlich im Vorfeld der Partie mit ihm getroffen. Gestatten unsere neue Nummer 27, Emre Can. Er könnte am Samstag sein Bundesliga-Debüt für den BVB geben. Ich fühle mich gut, ich bin fit und die Entscheidung liegt beim Trainer. Ich versuche mich im Training anzubieten und ich hoffe, dass ich dann in nächster Zeit auch meine Chancen kriegen werde. Klar. Leverkusen ist auf jeden Fall kein unbekanntes Terrain für Emre. In der Saison 13/14 absolvierte er 39 Pflichtspiele für die Werkself. Jetzt will er mithelfen, Schwarz-Gelb die 3 Punkte unterm Bayer-Kreuz zu sichern. Deswegen müssen wir auf uns selber schauen, müssen wir Gas geben und klar, dann wollen wir das Spiel gewinnen. Ob mit oder ohne Can, in Leverkusen gilt es, den nächsten Sieg einzufahren. Ja, nach dem Beitrag natürlich die erste Frage an dich. Dann, wie hast du Emre in den ersten Tagen so erlebt? Bah, Emre, il semble à l'aise. Voilà, il est en équipe nationale d'Allemagne, donc il connaît beaucoup de joueurs de notre équipe. Voilà, il s'intègre normalement, il parle allemand, donc c'est facile aussi. Donc je pense que ça va tout rouler pour lui. Ja, es geht nicht nur gegen Leverkusen, es geht auch gegen Peter Bosz, unseren Ex-Trainer, und Leverkusen, wie es in jedem Jahr. Irgendwie ist das immer eine Wundertüte und gegen sie zu spielen ist oft sehr, sehr, sehr unangenehm. Was macht sie so gefährlich? Non, je pense que ça va être un match difficile parce que voilà, Leverkusen, c'est une très bonne équipe. Ils vont très vite vers l'avant, ils ont des attaquants très rapides et ils ont une bonne défense aussi. Donc je pense pas que ça va être un match facile chez eux en plus, mais on va donner le meilleur de nous-mêmes, le maximum pour pouvoir ramener les 3 points à la maison. Ja, es könnte auch zum direkten Duell kommen mit deinem Freund Moussa Diaby. Ihr habt zusammen in der französischen U20 gespielt, habt aber auch gemeinsam bei Paris Saint-Germain gespielt. Wie gut kennst du ihn? Hast du noch Kontakt zu ihm? Ouais, je suis toujours en contact avec lui. Voilà, on se connaît depuis l'âge de 12 ans, 13 ans. J'ai fait toute ma formation avec lui. On est toujours en équipe de France ensemble. C'est un très bon ami, je peux même dire que c'est un frère. Donc ça va être un match spécial pour lui et pour moi parce que voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît et c'est toujours spécial de jouer contre des amis. Ja, gegen Moussa zu spielen, ja, ist so eine Aktion. Jetzt geht es wieder im Duell. Nobby gegen Dan. Ich glaube gegen Moussa, das ist dagegen ein Kindergeburtstag. Jetzt geht es richtig zur Sache. Tor oder kein Tor? J'avoue. 3, 2, 1. Drei, 2, 1. Ja! Oh, putain. C'est bon, c'est bon. Wow. 3, 2, 1. Der muss rein, weil der war echt super. War gut, ne? Ja. Ja, c'était sûr. Wow. Il y a de la triche. Gleich werdet ihr erfahren, warum ich mich so freue. So, wir schauen jetzt mal auf den Zwischenstand. Und ja, ich führe zum ersten Mal in dieser Saison und ich bin überglücklich und möchte mich natürlich bei Dan bedanken. Vielen Dank, Dan. Nee. Großer Tag für mich.
Félicitations. Sehr schön. Ja, aber es ist ja nur ein Zwischenstand. Mal schauen. Es gibt natürlich auch heute einen super Schnappschuss von Dan und mir. Den werden wir nächste Woche zur Versteigerung freigeben. Hier hat mich Gio im Arm und gibt mir eine Kopfnuss. Und das nützt ja was. Er hat ja ein wunderbares Tor geschossen in Bremen. Also ihr schaut das Bild. Das könnt ihr ab sofort in unserem Shop ersteigern. Nächste Woche das Bild von Dan und mir. Zum Abschluss noch der Programmhinweis. Borussia verbindet. Das ist ein zentrales Motto von Borussia Dortmund und dazu gehört auch natürlich der Kampf gegen den Antisemitismus. Da engagieren wir uns doch sehr und das hat unser BVB TV einmal ganz genau unter die Lupe genommen. Schwarz-Gelb hat viele Millionen Anhänger überall auf der Welt. Diese Popularität will der BVB nutzen. Borussia Dortmund ist längst mehr als nur ein reiner Fußballverein, ein gesellschaftlicher Akteur mit sozialer Verantwortung. Und dazu gehört auch der Kampf gegen Antisemitismus. Da muss man natürlich sehr wachsam sein und von daher ist das jetzt auch der richtige Zeitpunkt gewesen, um da das mal deutlich zu machen und zu sagen Stopp. Und auch wer zu Borussia Dortmund gehören will, für den ist keine Form von Rassismus Platz. Ja, wer also wissen möchte, wie sich dein Verein, also Borussia Dortmund, abseits des Rasens engagiert, der kann sich ab Sonntag diese ganz besondere Reportage anschauen. Die ist echt außergewöhnlich. Richtig gut. Tolle Geschichte. Ja, das war's vom Feiertagsmagazin. Dann mach's gut. Dankeschön. Morgen bitte. 3 Points. Mit Tor von Dan? Vielleicht. Vielleicht? Okay. Ja. Also, ihr drückt die Daumen. Das war's hier vom Feiertagsmagazin. Euer Nobby und wir dann.